Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute ist es ziemlich genau ein Abend vor Abreise, der Abreise Richtung Deutschland. Und der Tag heute war sehr durchwachsen. Mein gesamtes System ist wirklich richtig ordentlich durcheinander. Und das hat sich heute Morgen direkt schon gezeigt nach dem Aufstehen mit einer kleinen Panikattacke. Und das war sehr spannend, weil, wie ich auch schon in der letzten Folge beschrieben habe, das etwas ist, was eine sehr alte Emotion ist und ein sehr alter Mechanismus, den ich vor allen Dingen noch kenne aus der Zeit, wo ich in Deutschland gelebt habe. Und ja, so bin ich heute Morgen nach dem Aufstehen sehr nervös gewesen und mein Körper hat stark darauf reagiert. Ich muss dazu sagen, ich war nicht drin in einer Panikattacke. Also ich hatte keine intensive Panikattacke, aber ich hatte so ein Anfluten von. Ich merke das immer daran, ich weiß nicht, ob es klinisch ganz richtig ist, aber ich merke das daran, dass mein Körper sich quasi vergiftet dabei. Ich werde dann so nervös und so unruhig und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es hat körperliche Auswirkungen. Was bedeutet, dass mir sehr schlecht wird, dass ich meist sehr oft auf Toilette muss und tatsächlich sogar Durchfall bekomme, weil mein Körper sich in dem Moment selber vergiftet. Und ich habe das mal gehört, nie geprüft, aber es macht total Sinn, weil genauso fühlt sich das an, als würde mein Körper wirklich in einer Vergiftungssituation geraten und dann versucht er sich ja selber auch zu retten. Und dann passiert eben genau das und so fühlte sich das heute an und ich dachte mir schon, um Gottes Willen, wenn das den ganzen Tag so weitergeht, könnte das ein sehr anstrengender letzter Tag sein. Und es hatte sich Gott sei Dank ein wenig entspannt, weil ich nochmal an den Strand gegangen bin, um mich nochmal in die Sonne zu legen, weil eben das Wetter hier so wunderbar ist. Und mit den Meeresrauschen zusammen, das hat mich tatsächlich beruhigt, auch wenn ich wirklich sehr nervös war. Ist komisch, ist sehr ambivalent, dass ich auf der einen Seite zwar nervös war, aber auf der anderen Seite es durchaus mich auch beruhigt hat. Und zum Abschluss bin ich dann einmal noch kurz in die Fluten gesprungen und es war so eisekalt, dass ich sogar schwer Luft bekommen habe. Aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass ich vorher 3 Stunden in der Sonne lag. Und gefühlt war der Punkt eine kleine Neugeburt. Es war super schön, wirklich super schön. Und ab da war es auch wirklich ein wenig entspannter. Dieses kalte Wasser ist eben auch das, was einen so rausholen kann aus Panikattacken. Ich weiß früher, als ich die hatte, ganz schlimm. Ich hatte Panikattacken über fast ein Jahr massiv, ausgelöst durch diverse Sachen. Und es war sehr schlimm. Und ich musste tatsächlich, wenn es damals richtig, richtig schlimm geworden ist, einfach komplett zum Beispiel unter die Dusche gehen und mich mit kaltem Wasser überlaufen lassen, damit ich wieder zurückkomme in meinen Körper, bevor sich alles auflöst. Genau. Und vielleicht hat es deswegen auch heute so gut getan. Und ja, dann bin ich zurückgegangen und habe ein wenig in meinem Bus aufgeräumt, durfte nochmal bei Miri duschen gehen, nochmal das Salzwasser runterspülen und sich mal wieder frisch machen. Und genau. Dann habe ich ja noch Freunde besucht und habe mich noch verabschiedet, weil ich stehe gerade, wie soll ich das erklären? Ich stehe nicht auf einem Parkplatz oder so mit meinem Van, sondern ich habe das große Glück, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, hier in einem, nennen wir es mal privates Wohngebiet zu stehen. Und das ist alles sehr klein und fein hier. Und die Menschen, die hier wohnen und die hier über den Winter sind viele Deutsche, die kennen mich und die mögen mich. Und deswegen darf ich auch hier stehen, weil normalerweise
Vans, die hier nicht hergehören oder, na gut, PKWs nicht unbedingt, aber so Camper stehen hier oben nicht. Sie stehen hier einfach nicht, aber ich darf hier stehen, weil, ja, irgendwie mögen mich die Leute hier. Und ich habe auch direkt schon für nächstes Jahr ein bisschen connected, weil wenn ich zurückfahren sollte nach Südspanien, möchte ich wahrscheinlich nicht mehr auf der Straße stehen, weil die Situation hier so super angespannt ist, es unglaublich viele Camper gibt und dadurch das Ganze hier sehr unentspannt ist. Genau, und da haben wir nochmal Kontakte ausgetauscht und wir haben auch nochmal 1, 2 Leute gesagt, eigentlich nur eine Person hat mir dann gesagt, sie könnte da zu jemandem einen Kontakt herstellen, der eventuell ja so eine Art House-Sitting vermitteln könnte, aber mal abwarten. Ich habe mich dafür entschieden, mich erst darum zu kümmern, wenn ich wieder herfahre. Wenn ich wieder herfahre, man weiß es ja nicht genau. Und ja, Entschuldigung. Auch der Gena muss sein, weil der ganze Tag war so irgendwie auch angespannt. Ich war nach dem Sonnenbaden, ich glaube 3 Stunden am Strand, Wahnsinn. Normalerweise halte ich es überhaupt nicht so lange aus, aber heute war mal wieder so eine perfekte Temperatur und es waren 19 Grad, Sonne und frischer Wind, weil Poniente war. Poniente ist der Wind, der vom Meer kommt und der ist recht frisch. Wenn Levante kommt, vom Land kommender Wind, ist es oft sehr warm. Und der draußen vom Atlantik hierher pest, ist recht frisch. Warum ich wahrscheinlich auch so 3 Stunden ausgehalten habe am Strand. Aber, und ich weiß schon, warum das nicht so mein Ding ist, ich war so kaputt danach. Ich war richtig matsch. Ich dachte schon, ich habe einen Sonnenstich, was gar nicht sein kann, weil ich hier immer einen Hut trage. Ein Sonnenhut, ein Beachhut. Durch meine kurzen Haare muss das auch sein, weil die Sonne hat wirklich viel Kraft. Aber heute war ich irgendwie danach sehr kaputt. Genau, und irgendwie, ja, ich war zwar entspannt, aber irgendwie halt eben auch angestrengt und hatte Angst, nicht alles noch zu erledigen. Ich habe noch Pflanzen abgeholt, Sukkulenten, die ich bekommen habe, also sehr, sehr viele Ableger und die habe ich jetzt noch abgeholt, weil ich hier die ganze Zeit nicht rumfahren wollte. Es ist eine Kiste voll mit Pflanzen für meine Mama und vielleicht auch 1, 2 kleine Ableger für mich, weil Sukkulenten super im Bus zu halten sind. Übrigens genauso wie die Efeutute. Das ist eine rankende Pflanze und die ist wirklich... Also ich habe mir mal 2 beim Lidl gekauft und die wachsen beide unglaublich doll. So doll, dass eine davon eine Länge von guten, ich muss kurz gucken, bestimmt 6, 8 Meter hat. Diese wächst gerade einmal drumherum um meine Oberlichter. Und es fehlt noch ein halber Meter und dann trifft sie sich. Ich bin gerade einfach wirklich sehr kaputt, weil der Tag heute so war, wie er war und ich ja gestern Abend so unglaublich spät erst eingeschlafen bin. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Ich habe vor um 3 nicht geschlafen. Ich habe mich so viel hin und her gewälzt und normalerweise habe ich so meine Mechanismen, die ich ausprobiere, meine Strategien und es hat wirklich nicht eine von diesen ganzen Strategien geholfen, auch mein Notfallmittel nicht. Das ist ein homöopathisches Mittel einer Pflanze, was gegen Angstzustände, Panik, Unruhe hilft und es sind Tropfen. Das heißt Angelika, Archangelika. Oh Gott, spreche ich das jetzt richtig aus? Ich schaue mal kurz drauf. Angelika, Archangelika, genau. Eine Ohrtinktur ist das. Das sind Tropfen, die schmecken unglaublich eklig. Aber die nehmen mir Angst und Panik. Normalerweise funktioniert das. Gestern Abend nicht.
Ich habe nicht geschlafen, zumindest erst sehr, sehr spät. Jetzt gleich werde ich noch ein wenig meinen Bus aufräumen, sodass ich morgen früh, so habe ich mir das vorgenommen, ich mache einen schönen Spaziergang mit Mo, werde einmal noch kurz runter zum Meer gehen, es ist nicht weit von hier, kurz meine Füße in den Atlantik stellen, mich verabschieden und dann zurück zum Bus gehen, mir einen Kaffee kochen, den Pfunne in meine Halterung packen und losfahren. Es geht einfach darum, erstmal loszufahren. Und soweit möchte ich das heute alles vorbereiten, damit ich morgen früh keinen Hastel habe, heißt alles an die richtige Stelle packen. Wer im Van lebt, weiß, was das bedeutet. Also alle Schränke zumachen, alles richtig verräumen, sodass während der Fahrt nichts hin und her fliegt. Und ja, was es eben braucht für einen Start. Und ein aufgeräumter Van ist sehr beruhigend für eine Fahrt. Genau. Die Folge heute wird nicht so lang, weil ich bin traurig immer noch, aber es wechselt sich tatsächlich gerade mehr mit der Vorfreude ab. Aber ich bin trotzdem traurig. Ich glaube, wenn ich den ersten Part hinter mir habe, also wenn ich losfahre, und ich glaube, ab Sevilla wird es eventuell entspannter für mich. Ich muss jetzt wirklich hier losfahren. Ansonsten quietscht das Herz die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe es wirklich jetzt so gut wie möglich versucht zu genießen, die letzte Zeit, die letzten Tage. Aber irgendwann kommt so der Punkt, wo man sich so denkt, ich muss jetzt los. Jetzt muss ich wirklich los. Weil ansonsten zieht sich das so wie so ein Kaugummi. Ich habe es schön genossen. Ich habe genau alles richtig gemacht. Ich war viel draußen. Ich war super viel unterwegs. Ich habe immer meine Schritte geschafft. Ich bin seit 3 Wochen immer genau da, was ich mir vornehme. Um das kurz zu erläutern, ich habe auf meinem Telefon etwas eingestellt, dass ich eben täglich, ich glaube, es sind 6.500 Schritte, safe laufen will, um in Bewegung zu bleiben. Ich weiß, dass unglaublich viele sagen, man sollte 10.000 laufen, aber es gibt auch keine Studien darüber, nichts. 6.000 ist etwas, was ich gut schaffe. Das sind knapp 4,5 Kilometer und ich setze mir lieber eine geringere Hürde, als immer noch wahnsinnig Stress zu haben. Und meine Theorie war auch, bevor ich das hatte, habe ich mich oft gar nicht so viel bewegt, bin ich viel rumgelaufen. Seitdem ich das habe, wird es tatsächlich täglich quasi fast mehr Schritte, ganz automatisch, ohne dass ich 7.000, 8.000 oder 9.000 angebe. Und das ist eine schöne Tendenz. Am Anfang habe ich oft nicht mal dieses Ziel geschafft, weil mit einer alten Hündin, die nicht gerne läuft, ja, geht man eben sehr kleine Runden und dann läuft man nicht mehr viel rum, weil man arbeitet. Und habe das Ziel vor 3-4 Wochen oft nicht erreicht. Aber jetzt mache ich das mittlerweile so, dass, wenn ich abends die Schritte noch nicht ganz voll habe, ich nochmal loslaufe. Schnell, Schlappen an, Pulli drüber gezogen und einfach nochmal eine große Runde schnell gelaufen. Aber mittlerweile ist gar nicht mehr das Problem, dass ich abends nochmal laufen muss, sondern ich bin oft weit über meinem Ziel. Was gut ist, mich bringt das Ganze in die Bewegung und Laufen ist gut. Mit Moja laufe ich leider sehr langsam, aber ich gehe oft auch für mich nochmal Runden spazieren. Und es ist so, Vanlife macht super faul. Das ist so. Ich habe darüber auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesprochen. Du hast im Van kaum noch Wege. Du bist draußen auch gar nicht so viel mehr unterwegs, wenn du es nicht bewusst angehst. Und dieses viele Sitzen am Rechner und Arbeiten lässt einen so einrosten. Und dem gegenzuwirken, bin ich angefangen zu laufen. Und das tut total gut. Ich werde in der Zeit, wo ich jetzt fahre, das nicht schaffen. Weil 4,5 Kilometer Strecke pro Tag spazieren zu gehen, wenn ich so viel fahre, könnte sein, dass ich das nicht schaffe. Was aber auch okay ist in der Zeit. Aber danach nehme ich mir es wieder vor, jeden Tag so viel zu laufen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es konstant einfach durchhalte, statt konstant unglücklich zu sein, weil ich mein Ziel nicht erreiche. Ich weiß nicht, ob du die Theorie dahinter verstehst.
Aber meine Idee ist, die Hürden erstmal so gering wie möglich zu halten, um es einfach auch wirklich zu schaffen und zu erledigen und dadurch wirklich ein gutes Gefühl zu bekommen. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich danach sich ganz automatisch danach steigert. Da muss ich gar nicht so viel dazu tun. Und das ist das Schöne daran. Ich kann jetzt bald sagen, wenn ich dann angekommen bin in Deutschland, okay, statt 6.000 Schritte mache ich jetzt zum Beispiel 7.000, weil ich einfach schon so gut im Training bin. Training, das klingt, oh Gott. Also in meiner Welt ist das wirklich Training, täglich so viel zu laufen. Andere gehen 5 Kilometer joggen, 3-mal die Woche. Okay, aber das ist nicht mein Ding. Ich habe mein Tempo da drinnen gefunden. Mein Energielevel funktioniert damit sehr gut und ich merke, dass ich mehr will. Und das schaffe ich nur, wenn die Frustrationsgrenze sehr gering ist. Genau, das mal kurz erklärt. Ja. So, ihr merkt, ich bin halt nicht so richtig beieinander. Ich merke das voll. Ich bin nicht gut konzentriert. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier weiter erzählen soll. Und ich lasse mich jetzt einfach hier mal ein bisschen in Ruhe. Versuche heute früh zu schlafen und hoffe, dass ich morgen einfach einen guten Start habe mit Tränen in den Augen, was total okay ist. Aber dass ich einfach gut loskomme, dass ich hier gut rausfahren kann, weil gerade stehen schon viele Autos unten und es ist alles ein bisschen eng hier, aber das wird schon. Und ich hoffe, ich nehme morgen eine weitere Folge auf. Vielleicht sogar auch nicht alleine. Mal schauen, ob sich Kathi erweichen lässt, mitzumachen in dieser wunderbaren Gesprächsrunde. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du mir wieder zugehört hast. Wie irre das eigentlich ist. Ich danke dir wirklich für dein Lauschen und wie nach jeder Folge. Wenn du Lust hast, das zu bewerten, ich freue mich wirklich sehr, sehr darüber. Ansonsten, wenn du Freunde hast, die das vielleicht auch interessieren könnte, teile total gerne meine Folgen. Erzähl ihnen davon, dass es da einen Podcast gibt. Keine Ahnung. Ich freue mich. Sharing is caring, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, ich sag Good night und bis zur nächsten Folge.